Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich hatte irgendwie mal wieder Lust auf den Vlog, ich weiß auch nicht. Es gibt irgendwie viel zu erzählen, nicht ganz so viel zu tun. Ich gebe euch erstmal kurz ein kleines Update, was gerade im Moment eigentlich der Fall ist. Es ist gerade Montagmorgen und schon 9:25 Uhr, was mich echt fertig macht. Aber es war diesen Sonntag Zeitumstellung in Chile. Und eigentlich wäre es erst 8:25 Uhr. Ich war letztes Wochenende Skifahren. Das habt ihr vielleicht auf meinem Instagram-Account gesehen. Da habe ich Fotos gepostet und Stories und Reels und bla bla bla. Aber das ist nochmal eine ganz andere Story. Da will ich jetzt zu diesem Zeitpunkt direkt am Anfang noch gar nicht so drauf eingehen. Jetzt ist jedenfalls Montagmorgen, die neue Woche startet. Und mein Plan für heute ist, dass ich jetzt erstmal einen Termin habe für neue Wimpern-Extensions. Und zwar bin ich dieses Mal bei einer anderen Wimpernstylistin. Ich war erst in Union in dem Studio und das ist so eine ganze lange Story, aber ich kann euch mal kurz das zusammenfassen. Als ich in Chile ankam, habe ich mir ein Studio rausgesucht, das mir sehr gut gefallen hat von den Bildern. Dann habe ich versucht, einen Termin zu machen, dann hätte ich aber in Vorkasse bezahlen müssen. Und das ging damals noch nicht, weil ich kein chilenisches Konto hatte und Bar hat sie nicht akzeptiert. Also musste ich ein anderes Studio finden, bin dann in Union im Studio gelandet, was mich ein bisschen schockiert hat, weil das, glaube ich, das dreckigste Studio in ganz Chile war. Das erste Mal, als ich dort war eine tote Kakerlake im Waschbecken im Bad und es hat geschimmelt im Bad und lauter solche Sachen. Allerdings waren die Wimpern sehr gut und es war auch günstig. Ja, irgendwo, klar. Ja, jedenfalls dachte ich dann, wenn ich umziehe, beziehungsweise wenn ich einen festen Wohnsitz habe, dann suche ich mir halt ein anderes Studio, was besser passt. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich wohne jetzt in einem anderen Stadtteil und habe mir hier ein Studio gesucht. Da war ich jetzt halt ein paar Mal, so 3, 4 Mal vielleicht. Und jetzt ist die Stylistin, die dort arbeitet, schwanger und in Mutterschaftsurlaub oder Pause oder ich weiß nicht, wie man das hier nennt. Und sie haben keinen Ersatz. Das heißt, die haben niemanden mehr, der Wimpern macht. Dann bin ich wieder nach Union, das dreckige Studio, war immer noch genauso dreckig. Wimpern waren aber immer noch genauso gut. Habe meine Freundin davon erzählt und die meinte dann, spinnst du? Geh niemals wieder in dieses Studio in Union. Ich habe ihr Fotos gezeigt aus dem Bad und sie hat gesagt, nee, das ist der worst place ever in ganz Santiago. Und hat mir ihre Wimpern-Stylistin empfohlen. Und die macht Hausbesuche, die macht die Wimpern zu Hause. Und die kommt zum ersten Mal jetzt dann zu mir und eigentlich war 9:30 Uhr verabredet, also in 5 Minuten. Sie hat mir aber heute früh geschrieben, dass sie ein Problem hat und eine Dreiviertelstunde später kommt. Das kollidiert dann wiederum mit meinem nächsten Termin, was nicht wirklich ein Termin ist, denn Chaplin ist übers Wochenende jetzt in einem Hundehotel gewesen und die bieten auch Transporte an. Er wird quasi hierher gebracht mit so einem kleinen Schulbus sozusagen, das ist echt ganz süß. Und die haben angekündigt, dass er zwischen 11 und 13 Uhr hierher gebracht wird. Und zu dieser Zeit liege ich aber hier wahrscheinlich noch beim Wimpernmachen auf der Couch. Das heißt, das wird eine spannende Kiste, also eigentlich kein Problem. Ich muss dann halt aufstehen, runtergehen mit diesen ganzen Aufklebern und Tape auf dem Auge, aber okay. Meinen Hund einsammeln. Das Einzige, was mir aber nicht behaglich ist, ist, dass wenn ich jetzt runtergehe, den Hund einzusammeln, sollte er kommen, während sie noch da ist, dann muss ich sie allein in der Wohnung lassen. Eine Person, die ich nicht kenne. Wo ich jetzt in Deutschland vielleicht nicht so viele Bedenken hätte, hier in Chile ist es ein bisschen anders, aber ich habe nicht wirklich eine andere Wahl gerade, außer den Termin abzusagen. Und außerdem, meine Freundin hat oder macht bereits ihre Wimpern mit dieser Stylistin seit, ich glaube, 3 oder 4 Jahren, hat sie gesagt. Also ich gehe davon aus, es ist eine vertrauenswürdige Person. Ja, das nur mal so als Intro, was jetzt heute hier erstmal alles auf dem Programm steht. Gegen Mittag werde ich mit meiner besten Freundin telefonieren. Ja, bei der geht es auch ganz schön ab, ist richtig spannend. Die wandern auch aus und außerdem ist sie jetzt schwanger und alles ist vogelwild bei ihr auch. Deswegen muss ich da unbedingt auch mal abgedatet werden, was bei ihr abgeht. Ja, und was noch? Was habe ich heute früh gemacht? Ich habe hier gefrühstückt. Ich habe die ganzen Videodateien von meinen Kameras auf dem Laptop überspielt. Von der Drohne, von der GoPro, von der Osmo und so weiter und so fort. Vom Skifahren, denn ich werde auf meinem spanischen Kanal ein Video über das Skifahren in Chile machen. Genau, das heißt, die ganzen Dateien habe ich sortiert, dann habe ich ein Instagram Reel gemacht, dann habe ich eine Instagram Story gepostet, meinen Kalender abgedatet, also meinen Papier-Filofax-Kalender abgedatet. Und das ist das, was ich jetzt die letzte Stunde gemacht habe. Und irgendwie sind meine Nebenhöhlen noch so ein bisschen zu. Ich weiß nicht genau warum. Ich glaube, ich muss hier einfach mal schnauzen.
I found my heart again. You were standing there, you bravely let me in. I could wait a million years or more until you came knocking at my door. It's hard to be this real. We can play our favorite song, dancing to it all night long. With you I feel something, 'cause we're both So, ich hänge jetzt mal die Wäsche auf und ich habe hier noch diesen riesigen Karton. Das ist noch die Verpackung von meinem Sofa, was ich gekauft habe. Ich weiß gar nicht, aber das habe ich euch vielleicht... In YouTube habe ich es euch noch nicht gezeigt. Ich habe mein Büro umgestellt. Und zwar ist der Schreibtisch jetzt an der Wand. Und der Grund dafür ist, dass ich ja dieses Schlafsofa gekauft habe für Gäste. Und da wollte ich unbedingt, dass es am Fenster steht. Und das kann man quasi das hinterste Stück auch noch umklappen. Und dann ist es quasi ein Bett für 2 Personen. Und so, wenn man nur eins ausklappt, dann ist es halt, ja, wie so ein Lounge-Sofa halt und direkt am Fenster. Und da chill ich jetzt halt immer und lese. Also was heißt immer? Das kam am Donnerstag. Und am Freitag habe ich dann das Zimmer umgestellt, kurz bevor wir gefahren sind. Und wenn man jetzt reinkommt, dann steht man zwar erstmal vor meiner Leinwand, aber das macht nichts. Dafür ist man, wenn man auf dem Sofa chillt, auch nicht direkt auf dem Präsentierteller, wenn jemand reinkommt. Was nie passiert, wenn jemand reinkommt, das ist mein Mann natürlich. Hier laufen ja nicht irgendwelche Leute in der Wohnung rum. Dennoch, also vom Feng Shui her meine ich. Ja, und das ist mein Schreibtisch jetzt an der Wand und da unten habe ich auch 2 Steckdosen. Das passt also ganz gut. Die Heizung kann ich jetzt gleich mal ausschalten. Und davon ist dieser riesige Karton. Ja, und der steht jetzt hier seit letzter Woche und ich schiebe es ein bisschen vor mir her, mich dem anzunehmen. Den muss ich zerkleinern und runterbringen. Ultra nervig, aber ich glaube, ich muss es einfach tun. Aber nicht jetzt sofort. Ich muss erstmal Wäsche aufhängen und alles nochmal vorbereiten für die Wimpernstylistin. Ah ja. Blue dew, blue moon, kinda mysterious, shaded with someone I'm not really into. Do you need to fix it? Talking bullshit. Okay, Wäsche ist aufgehängt und ich habe mir noch eine Thermoskanne Tee gemacht. Ich habe viel zu wenig getrunken am Wochenende und ich merke es total an meiner Haut und an allem und ich hoffe, ich werde nicht krank. Jedenfalls sollte in ungefähr 4 Minuten meine Wimpernstylistin kommen. Also wir sprechen uns danach und ich erzähle euch dann, wie es war. So, das lief jetzt etwas anders als geplant. Sie hat sich dann doch nochmal verspätet gehabt und war erst um 11 Uhr bei mir. Und also nochmal eine Dreiviertelstunde später, als sie eigentlich angekündigt hatte dann. Und als sie dann fertig wurde, hat schon nonstop meine Freundin quasi stumm geklingelt auf meinem Handy. Weil wir ja verabredet waren und ich schon eine halbe Stunde über der Verabredung war. Das heißt, als meine neue Wimpernstylistin aus der Tür ist, habe ich instant das Telefon abgenommen und jetzt 1,5 Stunden mit meiner Freundin telefoniert. Und jetzt ist es einfach mal 16 Uhr. Wo ist der Tag hin? Ich habe heute noch nichts Produktives gemacht, außer Dateien zu überspielen. Zwischendrin wurde mein Hund abgeliefert. Da ist er. Nee, ist er nicht. Doch, da ist er. Todmüde. Hat jetzt die ganze Zeit gepennt, aber jetzt gehe ich mal Gassi. Denn mein Mann läuft gerade von der U-Bahn her. Und ich laufe ihm jetzt entgegen. Oder wir laufen ihm jetzt mal entgegen. Dann kann der Hund nämlich nochmal auf Toilette in Ruhe und so. Und ich bekomme auch mal ein bisschen frische Luft das erste Mal heute. Ja, das lief anders als geplant. Welcome to Südamerika. Okay, wir sehen uns gleich wieder nach dem Gassigang. Ich kann es eigentlich überhaupt nicht leiden, wenn so ein großes Stück vom Tag fehlt. Aber was passiert ist, dass nichts passiert ist. Ich war am Laptop und habe noch was überwiesen. Und zwar die Kosten für das Hundehotel vom letzten Wochenende, als wir Skifahren waren. Und unsere Internetrechnung.
also für das Internet zu Hause, was interessanterweise einfach mal 17 € sind. Und in Deutschland haben wir, ich weiß nicht wie viel bezahlt, deutlich mehr. Mehr als das Doppelte, glaube ich, weil wir hatten das schnellste Internet, was es gab. Ich war außerdem jetzt gerade noch beim Joggen und habe meine Kamera oben vergessen, aber Joggen ist eh nicht so spannend. Also ich laufe hier auf dem Laufband und ich wollte euch noch kurz erzählen vom Skifahren. Und zwar nicht vom Skifahren selber an sich, sondern davon, dass ich mir im Laufe der Jahre so eine Angst aufgebaut hatte vor dem Skifahren, weil ich eine Vorstellung davon hatte, wie das Ganze ist. Und zwar hatte ich die Vorstellung davon, dass vor allem von diesem Après-Ski, dass es super intensiv ist, dass es super voll ist, dass es laut ist, dass die Leute betrunken sind. Ich hatte in dem Sinn ein bisschen Angst vorm Skifahren, weil ich dachte, dass das Risiko eines Zusammenstoßes sehr groß ist und dass man sich da total arg verletzen kann. Und ich habe ja auch Höhenangst, das heißt auch die Vorstellung, in einem Sessellift zu fahren, war auch nicht gerade angenehm. Und deswegen hatte ich nie Lust, Skifahren zu gehen, das auszuprobieren. Mal abgesehen davon, dass es ein super teures Hobby ist, auch hier in Chile. Aber mein Mann ist begeisterter Skifahrer und hat mir jetzt in den letzten Jahren immer wieder gesagt, wie toll das ist und bla bla bla. Und eigentlich hat das meine Angst nur verstärkt. Er war auch in den letzten Jahren mal Skifahren mit Freunden oder Familie oder so, ohne mich. Jedenfalls habe ich mich jetzt, ich will nicht sagen überreden lassen, aber ich habe mich bereit gefühlt, etwas Neues auszuprobieren. Und deswegen waren wir letztes Wochenende jetzt dann tatsächlich im Skigebiet. Das ist nur 60 Kilometer weg von unserer Wohnung, was echt mindblowing ist. Man braucht 2 Stunden und man überwindet, abgesehen von den 60 Kilometern, auch 2500 Höhenmeter und fährt am Ende auf 3000 Meter Ski. Wir haben uns die ganzen Skisachen in einem ausgeliehen, also in so einem Verleih, und haben dann am Ende mir 2 Privatstunden gekauft, gemietet, wie sagt man, gebucht. Und ich hatte dann eine Lehrerin für 2 Stunden am Samstag in der Früh und habe erstaunlich schnell, glaube ich, kapiert, also nicht erstaunlich schnell, aber ich habe schon den Dreh dann so halbwegs rausgehabt und bin dann am Nachmittag noch so ein kleines bisschen gefahren, aber nicht mehr wirklich, weil ich dann auch keine Kraft mehr hatte und weil es mir extrem anstrengend war, weil der Unterricht natürlich auch auf Spanisch war und überhaupt Skifahren zu lernen ist natürlich anstrengend. Dann die ganze Umgebung war neu, dann die Höhe, also auf 3000 Meter zu sein, ist auch super anstrengend für den Körper. Die Nacht war nicht besonders gut vorher, wir kamen am Freitagabend an, weil wir schönerweise unser Hotelzimmer unter der Hoteldisco hatten, das war super laut. Deswegen hatte ich wenig geschlafen. Was ich damit sagen will, am zweiten Tag habe ich mich dann aufgewärmt und bin mehr gefahren und es hat dann richtig Spaß gemacht, ich war dann voll entspannt. Und all diese Vorstellungen davon, die ich hatte vom Skifahren, all diese Ängste, haben sich im Endeffekt total in Luft aufgelöst. Allerdings glaube ich, dass wenn ich nicht ausgewandert wäre und in Deutschland das gemacht hätte, dass es keine gute Erfahrung für mich gewesen wäre. Mein Mann hat auch gesagt, wie erstaunlich er das findet. Also er hat mich am Abend vom Freitagabend, als wir ankamen, gefragt, ob ich denn jetzt Schiss habe vom Skikurs. Und habe ich gesagt, nee, eigentlich jetzt nicht. Und ihm ist auch aufgefallen, wie sehr ich mich da persönlich sozusagen weiterentwickelt habe und über mich hinausgewachsen bin und einfach irgendwie ein selbstbewussterer oder stabilerer Mensch in dem Sinn geworden bin. Und das sind so Kleinigkeiten, wo ich jetzt wirklich nach all den Monaten merke, dass ich als Person gewachsen bin durchs Auswandern. Also darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass ich jetzt anfange zu merken, wie sehr ich mich weiterentwickelt habe. Und dass mir Sachen, vor denen ich früher total Schiss hatte oder die mir ein schlechtes Gefühl gegeben haben oder die voll die Herausforderungen waren für mich, dass die jetzt voll easy sind und gar kein Thema mehr sind. Und das finde ich voll faszinierend. Und natürlich finde ich es super gut und ich bin gespannt, ob ich mich jetzt noch weiterentwickle, ob ich jetzt erst anfange, das alles zu realisieren oder ja, wie es alles wird. Ich habe das Gefühl, ich verändere mich gerade sehr als Person ins Positive und ich bin viel, viel entspannter geworden insgesamt und viel offener noch. Obwohl ich jetzt nicht sagen würde, dass ich nicht offen war vorher, aber ich war verklemmter vielleicht. Ja, ich glaube, verklemmt passt ganz gut. Und das ist alles so ein bisschen, löst sich alles gerade. Also ich werfe die Hautschichten ab wie eine Schlange. Ja, ihr erinnert euch, das neue Tattoo. Ja.
das wollte ich noch zum Ende des Tages kurz loswerden. Und weil jetzt heute nicht wirklich was passiert ist und der Tag komplett anders verlaufen ist, als ich es geplant habe, werden wir uns morgen wiedersehen. Und zwar morgen früh als allererstes mit Spanischunterricht um 9 Uhr und um 17 Uhr haben wir dann nochmal Spanischunterricht. Ja, richtig toll. Zwischendrin versuche ich dann auch mal produktiv zu sein. Und ich habe euch noch viel zu erzählen, denn irgendwie hat sich sehr viel entwickelt und geändert in den letzten Wochen. Ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, wir müssen ein bisschen quatschen. Ich habe ein bisschen was zu erzählen. Aber das war jetzt erstmal genug Erzählung für heute. Und ja, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Hallo, willkommen zum nächsten Tag. Es ist wieder super dunkel heute. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Ich habe heute extrem lange geschlafen und jetzt gehen wir erstmal Gassi. Und dazu wechsle ich von einer Jogginghose in eine Jeans. Ja. Denn ich bin ein erwachsener Mensch. So, Outfit of the day. Alles schwarz außer meine Schuhe. Ja, es ist wieder kalt. Deswegen Stirnband, Halsband wollte ich schon sagen, Halstuch, alles. Wir sind gerade im Park, aber hier wird gerade super viel gearbeitet. Ich glaube, hier werden neue Wasserleitungen gelegt. Deswegen kann ich den Hund jetzt nicht so rennen lassen, weil die auch Rasen mähen und so. Max ist gerade in ein Geschäft gegangen, um sich Empanadas zum Mittagessen zu holen. Das ist nämlich schon ein bisschen später. Und ich werde den Rest vom gestrigen Abendessen aufessen. Das waren Gnocchi. Der Schlaf hat echt gut getan. Das war echt so nötig. Nachdem ich letzte Woche ja so krank war und jetzt das anstrengende Wochenende. Boah, eigentlich hätten wir ja Spanisch gehabt. Habe ich euch ja auch gesagt, um 9. Aber sie hatte heute Nacht geschrieben, also es war um 9 wäre mit der deutschen Lehrerin gewesen. Also sie hat heute Nacht geschrieben, dass sie krank ist und dass es deswegen ausfallen muss. Ja, Mai. Konnte ich länger schlafen, war ich jetzt auch nicht böse drüber. Aber um 17 Uhr haben wir ja nochmal Spanisch. Ich habe jetzt am Vormittag ein paar Instagram-Posts geplant, also ein paar Fotos bearbeitet, hochgeladen. Also nicht in Instagram, sondern ich benutze so ein Tool, wo ich die Bilder vorplanen kann. Also das mache ich nur für Bilder, nicht für Stories oder so. Und habe schon Texte geschrieben, aber ein Text für ein Bild fehlt mir noch, da muss ich nochmal in mich gehen. Genau, das habe ich heute Vormittag gemacht und jetzt ist dann schon bald wieder Mittagessenzeit. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht wie, aber die Zeit rinnt mir einfach nur so durch die Finger. Wahnsinn. Ein Päckchen kam für uns an von Fabrics.cl. Das sind neue Sofakissen. Oder nicht neue, sondern Sofakissen für mein Sofa. Ja, das ist doch mein Sofa. Das ist mein Sofa in meinem Zimmer. Oh, es ist unsere Schlafcouch, ja. Ja, bin zufrieden. Also die Kissen waren reduziert. Es war gerade ein Sale bei dieser Marke Fabrics und ich habe jetzt für alle drei ungefähr 30 € bezahlt, was echt ein guter Preis ist, weil normalerweise hat ein Kissen so um die 30 € gekostet. Und die sind alle aus Baumwolle. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es Bio-Baumwolle ist, weil das Konzept Bio gibt es hier in Chile nicht so. Aber sie haben auch geworben mit so ja, nachhaltiger Baumwolle und so. Ah ja, sind schön fluffig. Warte mal, was meinst du zum neuen Kissen? Das ist eine Schere. Ist fein? Ja, das sieht ganz fein aus. Beispiel hätte ich ja angefangen. Ja, schau, eins hier, ein langes. Ah ja. Dass man sich hier, dass es hier nicht zu kalt ist an der Wand. Ganz weiß wirklich. Stefan, ist fein, Kevin? Ich glaube, es gefällt ihm. Also, der wieder mit in deinem Büro in die Chef. Ich nicht, sondern in meiner Küche. Na gut.
So, der Max hat seine Empanadas leider ein bisschen zu lange im Ofen gelassen. Und ich habe die Gnocchi bzw. den Rest von gestern. So, ich bin zurück am Schreibtisch. Es ist jetzt schon 1:30 und ich habe mir hier einen Cafecito gemacht. Ich habe meinen Planer hier, mein PC ist an und ich werde jetzt mal ein bisschen weiterarbeiten. Ich muss mich ein bisschen sputen, denn ihr wollt dieses Video morgen um 12 sehen, beziehungsweise um 18 Uhr bei euch, aber mit der Zeitverschiebung ist es mittags bei mir. Und dafür habe ich jetzt ja noch nichts gemacht, außer ein bisschen gefilmt. Und um 17 Uhr haben wir ja wieder Spanischunterricht und vorher müssen wir auch noch mal Gassi gehen. Das heißt, es wird jetzt eigentlich ein bisschen knapp und deswegen muss ich mich jetzt mal ein bisschen ranhalten. So, ich habe jetzt mal den Vlog bis hierher geschnitten und bevor es jetzt gleich mit dem Spanischunterricht losgeht, wollte ich euch noch eine Sache erzählen. Und zwar habe ich in letzter Zeit wieder viele Bücher gelesen und so und auch viele YouTube-Videos geguckt und habe mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt von femininer und maskuliner Energie. Also jede Person hat ja, oder alles besteht ja aus dem Gleichgewicht aus maskuliner und femininer Energie. Und in menschlicher Form ist es ja in dem Sinne so, dass das Maskuline ist eher so To-Do-Listen abhaken und produktiv sein und Stärke und Selbstvertrauen und so. Und das Weibliche ist eher Kreativität, Flow und auch Schönheit oder Sinn für Ästhetik und solche Sachen. Und mir ist so stark aufgefallen, dass ich eigentlich, seit ich angefangen habe zu studieren, so krass in einer maskulinen Energie irgendwie gelebt habe und das sowohl in meiner Arbeitsweise, aber auch ganz interessant in meinem Kleidungsstil, finde ich, hat sich das auch niedergeschlagen. Also meine ganze Welt war irgendwie sehr auf Produktivität getrimmt und auf Organisation und auf Ordnung und so weiter und so fort. Und ich merke jetzt hier in Chile, dass ich mich wieder ein bisschen mehr Richtung Gleichgewicht bewege und mehr mit dem Flow gehe und mehr auf meine Intuition höre und so. Und ich merke, dass mir das echt gut tut und das ist auch so eine Veränderung, die ich gerade durchmache. Das ist gar nicht unbedingt jetzt bewusst passiert, dass ich mir dachte, ich möchte das jetzt machen oder so, sondern das läuft irgendwie so nebenbei und irgendwann auf dem Weg habe ich jetzt quasi realisiert, was überhaupt los ist. Und das finde ich irgendwie eine ganz spannende Sache. Und ich habe ein ganz tolles Buch gelesen. Das kann ich allen Frauen von euch empfehlen, die sich so ein bisschen für solche Themen interessieren, also für die Weiblichkeit oder für die Stärkung der Weiblichkeit und für diejenigen von euch, die halt offen sind für so ein bisschen auch Spiritualität und so, weil das ist schon ein spirituelles Buch, also es ist schon für meinen Geschmack, soweit wie ich jetzt bin, zu spirituell gewesen. Also das erste Kapitel, wo sie erzählt, wie sie zu ihrer Erleuchtung kam, mehr oder weniger. Das war mir ein bisschen zu heftig, aber hat natürlich alles seine Daseinsberechtigung. Das Buch heißt Rise, Sister, Rise. Ich verlinke euch das mal unten. Ich muss mal gucken, ob es das auch auf Deutsch gibt. Ich habe es jetzt auf Englisch gelesen und hat mir super gut gefallen. Das ist, glaube ich, eines der besten Bücher, die ich jemals gelesen habe. Also für alle, die sich für dieses Thema interessieren, kann ich das Buch empfehlen. So, und ich trinke jetzt noch in Ruhe meine Tasse Tee. Ich habe noch ein bisschen Zeit und dann geht der Unterricht los. So, das sind meine Spanisch-Sachen, mein Schuhkarton-Fußschemel. Und dann bewege ich mich mal Richtung anderes Büro von meinem Mann. Und wir haben Spanisch. Hui. Ich hatte jetzt noch voll Hunger, weil mein Mittagessen nicht so üppig war. Und jetzt gerade eine Breze in den Ofen geschoben. Ach, da freue ich mich jetzt voll drauf. Ja, weiß wahrscheinlich, wann du Also wenn ich drehe mich nachts um, ohne... Schaut ziemlich braun aus auf dem Video im Vergleich zu der Blanquita. Ich habe was Schwarzes an, das ist ja Turbo. Mit Schwarz schaue ich nur blass aus. Ok, ¿cómo vamos? A mí me gustaría haber dormido más la noche pasada. ¿Por qué no has podido dormir? No dormí, pero Chaplin
tuvo que ir al baño 2 veces. Ah, Yo tengo que acompañar a Chaplin para... por supuesto, Sí. por supuesto. ¿Y tú, Agnes? A mí me gustaría haber comenzado a ahorrar dinero más temprano en mi vida porque con eso puedo o podría trabajar más flexible. Ah, bien. Spanisch ist geschafft! Yay! Heißt, Gassi gehen. Die Freude des Alltags. Okay, es wird langsam dunkel, mein Zimmerlicht ist an, es ist super grell. Wir gehen jetzt noch duschen und dann essen wir noch eben was und das war's. Ich habe euch ja jetzt ganz gut abgedatet, was mir momentan so in meinem Kopf herumschwirrt und was sich gerade so verändert hat. Ich hoffe, es war interessant für euch. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, auf welche Sachen ich im nächsten Vlog eingehen soll, falls ihr spezielle Wünsche habt. Und dann sehen wir uns am Sonntag wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Mittwoch. Bis dann!